Wusstest du, dass in Deutschland viele Smalltalks mit der Frage starten: Und was machst du beruflich? Ich habe echt das Gefühl, das sind 80% der ersten Gespräche. Das zeigt, wie wichtig der Beruf hier ist. Ja, total. Und wenn du keine klare Antwort hast, wird's schnell awkward. Viele Expats sind dann überrascht und denken, oh, der Titel ist hier mehr als nur Arbeit. Hey zusammen und willkommen. Ich bin Tim. Und heute reden wir darüber, warum Berufe im deutschen Alltag so eine große Rolle spielen. Also nicht nur bei der Arbeit, sondern auch im Café, beim Sport, überall. Ich bin Julia, hi. Wir zeigen einfache Sätze, kleine Beispiele und, ja, wie man höflich fragt. Und wir klären Wörter wie Beruf, Job und Ausbildung, damit das einfach sitzt. Fangen wir mal easy an. Beruf heißt, was du machst, also deine Arbeit, dein Feld. Job ist eher die konkrete Arbeit gerade, manchmal auch nur kurzfristig. Stelle ist die Position, also der Platz in einer Firma. Genau, und Ausbildung ist die berufliche Schule mit Praxis, also zum Beispiel für Verkäuferin oder Elektriker. Studium ist an der Uni. Viele Berufe in Deutschland gehen über die Ausbildung, und das ist hier echt wichtig. Und jetzt direkt ein kleines Rollenspiel, ja? Szene. Du bist auf einer Party, neue Leute, bisschen laut, aber nett. Jemand fragt dich: Was machen Sie beruflich? Oder wenn es locker ist: Was machst du beruflich? Okay, ich spiele mal Anna. Ich sage, hallo, ich bin Anna. Ich arbeite als Erzieherin in einer GmbH. Und du? Ich antworte: Hi, ich bin Max. Ich bin Elektriker, ich bin selbstständig. Also, ich arbeite nicht in einer Firma, sondern für mich. Dann frage ich: In welchem Kindergarten arbeitest du denn? Ich sag, in einem städtischen Kindergarten, also von der Stadt. Mir macht das Spaß, aber ja, es ist manchmal anstrengend. Und du, was machst du so den ganzen Tag? Ich: Viel bei Kunden, Kabel, Sicherungen, sowas. Und ehrlich, die Leute sind oft dankbar, wenn wieder Licht an ist. Ende der Szene. So einfach kann das klingen. Merk dir zwei Sätze, ich arbeite als und ich bin. Beide gehen. Ich arbeite als Krankenschwester. Oder, ich bin Krankenschwester. Das ist super praktisch im Alltag. Und noch ein wichtiges Wort. Angestellt heißt, du hast einen Vertrag in einer Firma. Selbstständig heißt, du arbeitest für dich. Freiberuflich ist ähnlich wie selbstständig, oft bei Kreativen oder Lehrern. Viele unterschätzen das, echt. In Deutschland hat der Jobtitel oft Gewicht. Das hilft bei Vertrauen, bei Respekt und ja, bei Bürokratie. Ein Handwerker mit Meistertitel hat zum Beispiel oft einen sehr guten Ruf. Stichwort Bürokratie. Och ja. Eine Hörerin hat erzählt, sie zieht nach Deutschland und denkt, alles ist supermodern. Und dann: Küche fehlt, Papiere ohne Ende und sie weiß nicht mal, welchen Handwerker sie braucht. Genau, und da helfen Berufswörter total. Für die Küche brauchst du oft den Installateur für Wasser, den Elektriker für Strom und manchmal den Tischler für Schränke. Wenn du das sagen kannst, läuft der Anruf viel besser. Praktischer Tipp: Wenn du anrufst, sag direkt deinen Bedarf. Zum Beispiel: Hallo, ich habe ein Problem mit dem Wasserhahn in der Küche. Haben Sie diese Woche einen Termin? Das klingt klar und höflich. Und wenn du einen Vorschlag machen willst, passt es am Freitag um 14:30 Uhr? Oder, ich kann am Vormittag. Das ist einfach und konkret, und so mögen es viele hier. Kurz zu Höflichkeit. Am Anfang besser Sie sagen, also, was machen Sie beruflich? Später, wenn ihr du sagt, dann,
Was machst du beruflich? Frag am besten. Wollen wir uns duzen? Und Titel, oh ja. Arzt bleibt oft Herr Doktor oder Frau Doktor. Professorin bleibt Frau Professorin. Das zeigt Respekt, besonders bei Terminen oder im Krankenhaus. Bevor wir weitermachen, kurzer Minitest, okay? Weißt du noch, wie du höflich fragst, was jemand arbeitet? Also wirklich freundlich. Ich glaube, was machen Sie beruflich? Oder, in welchem Bereich arbeiten Sie? Beides ist höflich. Die einfache Antwort ist dann, ich arbeite als, zum Beispiel, ich arbeite als Ingenieurin. Yes, Gino. Und wenn du unsicher bist, bleib bei sie. Später kannst du immer wechseln. So, damit sind wir wieder voll drin. Kommen wir zu typischen Berufsbezeichnungen, die man oft hört. Sachbearbeiter, das klingt kompliziert, heißt aber einfach, eine Person bearbeitet ein Thema oder Fälle in der Verwaltung. Erzieherin kennen wir. Pflegekraft ist im Krankenhaus oder im Heim. Dann gibt's noch der Handwerker, also Berufe mit Praxis, Maler, Elektriker, Installateur, Tischler. In Deutschland haben diese Berufe viel Respekt, weil die Arbeit wichtig und oft schwierig ist. Ohne sie geht halt nix. Und Achtung beim Smalltalk im Büro. Viele Firmen bleiben erstmal beim Sie. Manche duzen früh, aber nicht alle. Frag lieber einmal mehr nach, als eine peinliche Szene zu haben. Genau da gibt's die typische Panne. Ein Zuhörer hat erzählt, er wollte cool wirken und sagte zum Abteilungsleiter einfach du und den Vornamen. Uff, alle waren still. Danach war das ein Running Gag, aber naja, besser vermeiden. Was hilft? Sowas sagen wie, Entschuldigung, bleiben wir beim Sie? Oder, gibt es hier eine Du-Kultur? Das ist höflich und rettet die Situation. Noch ein Punkt, viele denken, Job ist Job, fertig. In Deutschland ist der Beruf oft Teil der Identität. Leute sagen, ich bin Bäcker. Und das ist nicht nur Arbeit, das ist auch Stolz und Qualität. Darum fragen viele schnell nach dem Bereich Technik, Pflege, Verwaltung, Handwerk. Das hilft zu verstehen, was du machst. Und ja, es kann Türen öffnen, weil Leute gleich ein Bild haben. Zum Bewerben noch 2 Wörter. Lebenslauf ist dein CV. Probezeit ist die erste Zeit im neuen Job, wo beide schauen, ob es passt. Einfach, aber wichtig zu kennen. Und viele Berufe gehen über eine duale Ausbildung, also Arbeit im Betrieb und Schule zusammen. Das ist normal hier. Darum hat der Titel oft eine klare Struktur, wie Geselle oder Meister. Okay, zweites kleines Rollenspiel, diesmal am Telefon mit einem Installateur, ja? Ich rufe an, du bist die Firma. Ziel, schneller Termin, höflich bleiben. Alles klar, los. Guten Tag, Firma Wasserfix, Julia am Apparat. Wie kann ich helfen? Guten Tag, hier ist Tim Meyer. Ich habe ein Problem mit der Spüle in der Küche, der Wasserhahn tropft stark. Haben Sie diese Woche noch einen Termin, vielleicht am Donnerstag am Vormittag? Ich schaue mal kurz, einen Moment bitte. Ja, Donnerstag geht. Passt 14:30 Uhr oder lieber früher? 14:30 Uhr ist super, danke. Brauchen Sie noch Informationen von mir? Adresse, Etage, SOA? Ja, bitte die Adresse und eine Telefonnummer. Falls etwas ist, rufen wir vorher an. Dann bis Donnerstag. Perfekt, danke. Ende der Szene. Merk dir, kurz sagen, was kaputt ist, einen Zeitvorschlag machen und fertig. Das geht wirklich einfacher, wenn du die Berufswörter kennst. Und du klingst direkt sicherer.
Das ist gut für Termine, aber auch für Respekt im Gespräch. Kleiner Realitätscheck noch. Viele neue Leute in Deutschland erwarten super Flexibilität im Job. Aber hier gibt's oft klare Zeiten, viel Papier und man braucht die richtigen Begriffe. Sonst dauert's einfach länger. Ein Hörer hat erzählt, er musste seine Küche selbst einbauen lassen und dachte, die Wohnung hat alles fix und fertig. Hatte sie nicht. Ohne die Worte Installateur und Elektriker war das echt ein Abenteuer. Noch ein Tipp für den Alltag. Wenn du deinen Job erklären willst, sag gern auch die Aufgaben. Zum Beispiel, ich arbeite als Sachbearbeiterin, ich bearbeite Kundenanfragen. Das ist klar und Leute verstehen dich besser. Oder du sagst den Bereich und die Firma, ich arbeite im Marketing bei einer kleinen GmbH. Das reicht oft schon, und dann kommen Fragen ganz von allein. Manchmal fragen Leute auch, in Vollzeit oder Teilzeit. Vollzeit ist die normale, volle Stundenzahl, Teilzeit ist weniger. Das ist eine gängige Frage, keine Kontrolle, einfach Info. Und wenn du gerade keinen Job hast, ist das auch okay. Du kannst sagen, ich suche gerade Arbeit im Bereich Pflege. Oder, ich mache eine Weiterbildung. Das klingt aktiv und positiv. Noch was zu Titeln. In E-Mails steht oft die Berufsbezeichnung, zum Beispiel Projektleiter oder Pflegefachkraft. Das hilft dir zu wissen, wie du die Person ansprichst. Lieber einmal Herr oder Frau plus Nachname, bis ihr du sagt. Und bitte keine zu lockeren Wörter für Vorgesetzte, also nicht Chefchen oder Kumpel. Das kann schiefgehen. Besser neutral, guten Morgen, Frau Schneider. Oder, danke für Ihre Zeit, Herr Becker. Wenn du unsicher bei einem Wort bist, kannst du's kurz erklären. Ich bin im Vertrieb, also ich verkaufe Produkte an Firmen. Das ist super verständlich. Die Leute nicken dann sofort. Und noch ein Minitipp aus Foren. Viele sagen, lerne die wichtigen Berufsbegriffe, bevor du startest. Das spart Zeit bei Formularen und Terminen und macht dich entspannter. Das ist echt Gold wert. Gilt auch fürs Kennenlernen. Wenn dich jemand fragt, was machst du beruflich? Kannst du locker sagen, ich arbeite seit Jahren. Fertig. Kein großer Roman nötig. Und wenn du mal nichts sagen willst, kannst du's freundlich halten, ach, gerade viel Wechsel, ich erzähl später gern mehr. Oder, privat, aber danke fürs Fragen. Das ist höflich und setzt eine Grenze. Bevor wir zum Ende kommen, noch eine häufige Frage. Sagt man, ich bin Lehrer oder ich arbeite als Lehrer? Beides ist korrekt. Ich finde, ich arbeite als klingt in formellen Momenten etwas neutraler. Sehe ich auch so. Bei sehr allgemeinen Jobs sagen viele ich bin, zum Beispiel ich bin Koch. Bei speziellen Rollen höre ich oft ich arbeite als, wie ich arbeite als UX-Designer. Beides ist total okay. Engagementzeit. Erzähl uns mal, welche deutsche Berufsbezeichnung hat dich überrascht oder verwirrt? Vielleicht Sachbearbeiter, Pflegefachkraft oder etwas ganz anderes? Schreib gern dein Beispiel und wie du's heute erklärst. Oder sag uns, wie stellst du dich vor? Sagst du eher ich bin oder ich arbeite als? Und hast du schon mal zu früh geduzt? Das interessiert uns echt. Okay, kurzer Wrap-up zum Mitnehmen. In Deutschland ist der Beruf wichtig für Identität und Smalltalk. Höflich fragen, was machen Sie beruflich? Antworten, ich arbeite als oder ich bin. Und Titel respektieren, besonders am Anfang. Und fürs echte Leben, kenne die Handwerksberufe, mach klare Termine und bleib freundlich beim Sie, bis alle du sagen. Dann klappt's mit Alltag, Büro und, ja, auch mit der Küche. So läuft das. Wenn dir das geholfen hat,
lass gern ein Like da. Und abonnier den Kanal, dann verpasst du keine Folge. Wir freuen uns wirklich über jeden Kommentar und jede Frage. Danke fürs Zuhören, ihr Lieben. Nächste Woche gibt's wieder praktische Sätze für den Alltag. Bis dahin, bleibt neugierig und habt eine gute Woche. Tschüss.